Wiesbaden hat tolle Gastronomie, super Cafés, tolle Restaurants, die leider im Moment zu sind. Aber ich bin gespannt, was die Köche, die Kollegen sich einfallen lassen haben. Ja. Vielen Dank. Ja. Ich bin gespannt. Perfekt. Ich habe auch schon probiert. Kommt doch her, Mädels. Ich freue mich gleich auf euch. Ich bin gespannt, was meine Kollegen mir auftischen. Die Gerichte werde ich morgen anders kochen. Super, sehr schön. Läuft. Wenn es mindestens genauso gut schmeckt wie euers, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Carré de veau avec wir singen. Ein kleiner Charmeur, aber im positiven Sinne. Ein bisschen Pfeffer brauchen wir. Was für eine Farbe. Die Orange, kommt super raus. Das geht nicht zu zweit. Ich war vorher noch nie in Wiesbaden, das war meine Premiere. Es ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Herzlich willkommen bei Kochs Anders, heute aus Wiesbaden. Wir sind im Zentrum von Wiesbaden und hier herrscht Maskenpflicht, also Maske auf. Und jetzt treffe ich mich mit Jennifer und Nathalie. Das sind zwei tolle Kolleginnen. Schauen wir mal. Ah, da sind die ja. Hello. Bonjour. Oh, was so, oder? Na? Freuen uns. Ihr kocht hier? Ja. Ich dachte, das ist eine Vinothek. Es ist eigentlich auch eine Vinothek. Ja? Ja? Also das ist die Vinothek vom Balthasar Ress, vom Weingut im Rheingau. Und wir machen viele Kooperationen mit denen zusammen. Und jetzt haben wir ausnahmsweise für dich hier heute aufgemacht, um dich ein bisschen kulinarisch zu verwöhnen. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, komm Ja, auch. ich komme rein. Ja. Sag mal, wir können doch die Masken jetzt abnehmen. Ja. Wir haben genug Abstand, glaube ich, oder? Abstand. Perfekt. Oh, endlich. Jetzt sehe ich auch eure Gesichter. Sag mal, seid ihr Zwillinge? Ja. Wer ist älter? Ich bin älter. Eine Minute? Eine Minute. Ehrlich? Ging ganz schnell, ja. Ja? Ja. Und wer ist jetzt Nathalie und wer ist Jennifer? Also ich bin Nathalie. Ja. Und ich bin die Jennifer. Okay, gut. Ich bin der Ali. Ja, freut uns. Ja, mich auch. Du, sag mal, was sehe ich denn hier? Ihr macht ja ganz andere Sachen. Seid ihr überhaupt Köchinnen? Ich bin gelernte Köchin. Ja. Ich habe im Schwarzwald in der Traut-Humbach in Weißbronn gelernt. Oh. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und Jennifer? Und ich habe Hotel- und Restaurantmanagement im Institut Paul Bocuse in Lyon studiert. Okay. Wow, nicht schlecht. Haben wir uns aufgeteilt. Sehr schön. Und was macht ihr jetzt in der Corona-Zeit? Habt ihr eigentlich ein Restaurant oder was macht ihr? Also wir hatten in der Tat 8 Jahre ein Restaurant hier in Wiesbaden mit feiner französischen Landküche. Das haben wir letztes Jahr aufgrund auch Corona aufgegeben, weil unser Plan war, dass wir 10 Jahre dort kochen möchten und danach wollten wir uns weiterentwickeln. Wir haben gesehen, Corona wird nicht nur ein paar Monate uns begleiten und wir hatten noch 1,5 Jahre und dann haben wir gefragt, ob wir früher raus können, weil unter den Bedingungen zu kochen und keine Gäste zu bewirten, das wollten wir dann nicht mehr am Ende. Wir haben überlegt, wie bringen wir den Gästen unsere Küche nach Hause? Und wir haben viele Gerichte, die ich schwierig finde auszuliefern, also dass die Qualität dann bleibt und dass wir das auch heil anbringen. Und dann haben wir gedacht, unsere Oma hat früher mal eingekocht. Und das ist uns dann in die Idee gekommen. Wir machen so gern Suppen und Schmorgerichte. Und die kann man auch schön für den Sommer machen. Also einfach mit anderen Gewürzen. Und dann haben wir angefangen mit dem Einkochen. Und das kam super an, weil die Leute wirklich, die können sich dann was nach Hause holen und können sich das jederzeit erwärmen. Manchmal brauchen sie nur ein Brot dazu, eine Kartoffel, Nudeln, Linsen, wie sie möchten. Und das haben wir jetzt verfeinert. Genuss im Glas. Wir sind froh, dass wir was machen können. Also das muss ich schon sagen, dass wir den Alltag uns gestalten können, dass wir eine Aufgabe haben und dass wir das Beste aus der Situation zur Zeit machen. Und wir sind immer schon so gewesen, wir sagen, irgendwie finden wir immer einen Weg. Wir sind Wiesbadenerinnen, unsere Mutter ist Französin. Das ist der französische Part, Vater Wiesbadener und die Mama kommt aus der Normandie. Unsere ganze Familie kommt aus der Normandie, Bretagne. Und da haben wir den Ursprung. Die Sommerurlaube als Kinder durften wir immer bei den Großeltern verbringen. Auf dem Bauernhof, was ganz toll war für uns natürlich. Und da haben wir auch so die Liebe zu den Lebensmitteln entdeckt. Seitdem sind wir halt damit passionierte Esser. Also wir essen sehr, sehr gerne und das Tolle ist einfach, dass man braucht einfach gute Grundzutaten. Also nicht viel Shishi und dann hat man eigentlich schon ein tolles Essen auf dem Teller. Das haben unsere Großeltern uns mitgegeben. Wir haben eine kleine Produktionsküche
Wir brauchen ja nicht viel. Also wir brauchen einen Konvektomaten, um jetzt einzuwecken, damit die Gläser steril sind, damit sie danach noch eingekocht werden. Und da sind wir ganz happy. Das reicht uns. Das ist halt perfekt, um alles vorzubereiten. Wir kochen ein wunderbares Gericht mit einem starken französischen Einfluss, und zwar gebratenen Chicorée mit Salzkaramell, Feldsalat, Dijon-Vinaigrette und noch karamellisierten Haselnüssen. Und dazu gibt es auch noch eine Knollensellerie-Maronensuppe mit Apfel. Also wir fangen an mit dem Chicorée. Der wird kurz blanchiert, damit er dann schön in der Pfanne goldbraun angebraten werden kann. Wenn wir das nicht machen, dauert der Garprozess zu lang. Hast du schon Salz ins Wasser? Ja. Okay. Wie lange brauchen wir ungefähr für den Chicorée? Was Circa 3 Minuten. Der darf noch ein bisschen Biss haben, weil der wird ja in der Pfanne noch fertig gebraten, sonst ist er ein bisschen zu weich. Okay, alles klar. Dann hole ich schon mal Wasser. Jenny, magst du schon mal anfangen mit dem Feldsalat? Soll ich dir helfen? Ja, das wird ein bisschen schneller gehen. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Ja. Dieses Gericht kann man wunderbar zu Hause machen. Das Einzige, was man braucht, ist einen schönen Salat. Jetzt haben wir gerade die Saison vom Feldsalat, deswegen haben wir den Feldsalat genommen. Chicorée, ein bisschen Butter und sonst hat man die Vinaigrette fertig, das Salzkaramell fertig und dann kann man noch, wir haben jetzt geröstete Haselnüsse, man kann auch Walnüsse benutzen und dann hat man eine perfekte Vorspeise oder sogar einen Zwischengang oder einen Hauptgang, wenn man es größer machen möchte. Also der Chicorée ist jetzt fertig gekocht, der kommt kurz ins kalte Wasser und zwar geht es darum, dass der Garprozess gestoppt wird. Jetzt geht es nicht darum, die Farbe zu erhalten, die hat er sowieso verloren, sondern einfach, dass er nicht weitergart und dass wir den dann wirklich wunderbar in der Pfanne zu Ende braten können. Und wir haben auch extra den Strunk dran gelassen. Wenn man das nicht macht, den entfernen wir jetzt, dann würden die ganzen Blätter lose im Wasser liegen. Also bitte nicht den Strunk entfernen, erst später. Chicorée ist ein bitteres Gemüse. Wir kombinieren dieses salzige, bittere mit dem süßen, mit dem Salzkaramell. Und das harmoniert wunderbar und da hat man eigentlich ein komplett rundes Gericht. Dann fangen wir jetzt mit dem Salzkaramell an. Als erstes brauchen wir Zucker. Ganz wenig Butter später. Und wir machen natürlich ein bisschen mehr, weil wir etwas einwecken. Dann kommt Wasser hinzu. Dadurch kriegen wir ein schönes, gleichmäßiges Karamell. Und die Kunst ist beim Karamell ganz wichtig, einfach nichts zu machen. Also wirklich zu warten, dabei stehen zu bleiben und dann einfach gucken, dass es langsam goldbraun wird. Das Wichtigste ist, dabei stehen zu bleiben, weil sonst, man dreht sich einmal um und dann ist es komplett vorbei, bitter, ungenießbar. Das ist wirklich Sekunden manchmal. Und dann kommt Sahne und gesalzene Butter. Man kann auch normale Butter benutzen und einfach ein schönes Salz drüber geben. Das ist der Geschmack, den wir haben wollen. Was immer ein ganz toller Trick ist, so einen kleinen Schuss Wasser. Dadurch wird das geschmeidiger und gleichmäßiger braun. Und dann am besten, wenn das jetzt gleich anfängt zu karamellisieren, die Hitze wegnehmen, weil wir haben so eine starke Hitze, die sehr lange beständig ist. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass das nicht zu schnell zu dunkel wird. Jetzt fängt es an. Und was auch ganz wichtig ist beim Karamell, das braucht die richtige Farbe. Wenn es zu hell ist, dann haben wir nicht diese tolle Note von dem Karamell. Und wenn es zu dunkel ist, dann ist es bitter. Dann schmeckt es gar nicht. Aufgeregt ist man immer so ein bisschen. Man hat ja auch einen Anspruch und möchte auch, dass es ihm schmeckt. Und das war uns eigentlich sehr, sehr wichtig. Also, dass wir gesagt haben, wir möchten schon zeigen, was wir können. Jetzt kommt die Butter rein. Und ganz wichtig, nicht mit dem Finger rein. Das ist wirklich nicht geil. Oh, das riecht schon so lecker. Mhm. Erhitzen das jetzt nochmal leicht, dass die Butter auch schön sich mit dem Karamell verbindet. Und da kann das jetzt nicht so schnell wieder dunkel werden. Also durch die Sahne und die Butter haben wir das ganz schön runtergekühlt. Oh, das ist super von der Konsistenz jetzt. Perfekt. Und jetzt können wir es in die Gläser abfüllen. Wenn du willst, kann ich die zudrehen dann. Die kommen jetzt nochmal in den Kombidämpfer bei 80 Grad, damit wir die jetzt nochmal einwecken. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, dass sie vorher ein Restaurant hier in Wiesbaden betrieben haben, 8 Jahre lang, glaube ich, war das. Und dass sie dann durch Corona gesagt haben, nee, wir wollen einfach uns mal verändern, wir möchten was anderes machen. Und machen jetzt viel mehr eigentlich so gutes Essen im Glas, ja. Das finde ich gut. Die gehen jetzt mit der Zeit, die versuchen sich, ich sag mal so,
Die haben 8 Jahre lang einen sehr guten Job gemacht. Und der Prozess ist jetzt abgeschlossen und jetzt gucken sie nach vorne. Und sowas schätze ich sehr. Es tut mir wahnsinnig leid für uns alle. Also ich zähle ja auch dazu. Es sind jetzt außergewöhnliche Zeiten, aber wenn du in den letzten Jahren immer in den Gast investiert hast, ehrlich warst zu ihm, fair warst zu ihm, wird auch eine Pandemie nicht dich zum Stürzen bringen. Das glaube ich nicht. Wie es war, so wird es nie wieder sein. Was mich mit München verbindet, ist natürlich meine Kindheit. Ich bin in München in die Schule gegangen, ich habe eine Ausbildung in München machen dürfen. Ich bin in München erfolgreich geworden. Als ich 2014 das Parkour eröffnet habe, habe ich auch Ängste gehabt. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Aber durch sehr viel Fleiß, durch sehr viel Ehrgeiz, durch sehr viel Disziplin habe ich das Restaurant auch zum Laufen gebracht. Ich wollte das kochen, was mir persönlich schmeckt. Nenne das so medio-oriental, nenne ich das. Ja. Und da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali von früher noch kennt. Und habe da meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Und das Wichtigste ist eigentlich nur, du darfst nicht am Gast vorbeikochen. Ich bin zwar der Hauptverantwortliche hier, aber ich habe ja auch eine Truppe hier von 18 Leuten und jeder darf seine Ideen mit einbringen, jeder darf mitreden, jeder darf kreativ sein und auf das lege ich auch großen Wert. Ich finde, nur gut kochen reicht nicht mehr. Die Gäste wollen auch das Drumherum haben, die wollen natürlich den Koch sehen. Ich selber bin überhaupt gar kein Promi, ich bin der Ali. Ich bin der Ali, sage ich, und ich bin Koch vom Beruf. Okay, ich starte mal mit der Dijon-Senf Vinaigrette. Ja, wir haben französischen Dijon-Senf genommen. Der hat eine feine Schärfe und der ist eigentlich perfekt für die Vinaigrette, die wir jetzt machen. Ich habe jetzt mal 2 Esslöffel genommen, ne? Noch ein bisschen? Ganz bisschen, ja. Ich mag das gern, also ich mag es sehr senfig. Auch ein bisschen scharf dann. Ja, perfekt. Unsere hausgemachte Dijon-Senf Vinaigrette war eigentlich der Renner bei uns im Restaurant. Also die Gäste wollten immer was für zu Hause mitnehmen. Und jetzt zeigen wir, wie es geht, aber wie gesagt, man kann es auch bei uns abholen. Jetzt machen wir weißen Balsamico-Essig dazu. Ja. Das hat nämlich so, was ich schön finde am weißen Balsamico, ein bisschen Süße, nicht zu scharf, weil der Senf ist schon sehr scharf. Dass wir da nicht zu sauer werden. Reicht dir das erstmal oder soll ich alles? Dann gebe ich dir Pfeffer und Salz kommt rein. Also ein ganz einfaches Rezept. Schwarzer Pfeffer. Es kommt auch ein bisschen Olivenöl dazu, aber nicht zu viel, weil Olivenöl hat einen sehr starken Eigengeschmack. Und wir wollen wirklich, dass der Senf im Vordergrund steht. Und da finden wir Sonnenblumenöl super dafür. Okay. Das Wichtigste für diese Vinaigrette ist wirklich erstmal eine Dicke zu erlangen. Wir probieren jetzt auch erstmal, um zu wissen, brauchen wir noch ein bisschen was, brauchen wir noch ein bisschen Salz oder Pfeffer. Ich würde ein bisschen Pfeffer. Mhm. Aber sonst kriege ich ganz bisschen Öl noch und dann ist fertig. Und dann ist fertig, ja. So, wir braten jetzt den Chicorée an für unsere Vorspeise. Wichtig ist auch bei der Butter, die wird natürlich schnell braun. Wenn einem das zu schnell geht, einfach mit der Temperatur runter. Und sowieso ganz wichtig, einfach mal die Pfanne wegnehmen. Ja, weil viele sind dann so, oh Gott, es wird schwarz, es wird dunkel. Einfach vom Herd zu Hause wegziehen und dann passt das schon. Und wir wollen ihn jetzt goldbraun von beiden Seiten anbraten. Und dann noch die Suppe warm machen. Wenn ich dich mal kochen lasse. So, jetzt wird der einfach einmal aufgekocht. Es sind auch noch ein paar Geheimzutaten drin. Das verraten wir nicht. Bon Appetit! Sehr gut. Ja? Ja, toll. Super. Also mit dem Salzkaramell-Chicorée habe ich noch nie gegessen. Premiere. Sehr gelungen. Freut uns. Kompliment. Dankeschön. Ihr zwei seid toll. Sehr sympathisch, hübsch.
Vielen Dank. Das können wir nur zurückgeben. Erfolgreich, Dankeschön. Wir machen gerne das, was wir Ich machen. mag das. Ich finde es toll, wenn so Köche oder Gastronomen aus der Krise was Positives machen. Wir probieren gerne aus und sagen, wir sind kreativ und wir haben Zeit und wir müssen auch was machen. Vielen Dank, super Sehr, sehr lecker, gerne. Dankeschön, wirklich. Hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Bei der Vorspeise kann ich ehrlich gesagt gar nichts, also die kann man nicht besser machen. Man muss es auch nicht besser machen. Die war so in sich stimmig, so rund, perfekt. Ja, Wiesbaden hat eine sehr gute Gastronomie, tolle Kollegen, sehr kreativ. Und bin mal gespannt. Ja, die Vorspeise habe ich hier vorzüglich genossen. Jetzt brauche ich natürlich meinen Hauptgang. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich dort erwartet. Ich bin Gastronom durch und durch. Ich bin hier auf dem Areal ja auch aufgewachsen. Ich habe meine Ausbildung hier im Rheingau machen können, im wunderschönen Schloss Reinhardshausen, damals in den 90er Jahren. Das war sehr schön. Mich hat es dann nach Hamburg verzogen, im ehrenwerten Hotel Atlantik. Bin dann nach 5 Jahren Atlantik bin ich hier nach Wiesbaden und habe den Betrieb meiner Eltern übernommen. Mein Bruder kam dann auch dazu. Also wir sind alle gestanden und ausgebildet in der Gastronomie. Hallo, Hallo, hi, ich bin der herzlich Ali. willkommen. Hi, bin der Orches. Komm her. Wir dürfen duzen. Klar. Da freue ich mich. Aber was für ein schöner Empfang. Sehr schöner Laden. Ja. Oder Landhaus. Landhaus. Oder was ja. ist das für ein Haus Ja, hier? Landhaus. Familienbetrieb. Habe ich von meinen Eltern übernommen vor 21 Jahren. Also meine Eltern haben das vor 40 Jahren hier als Ruine erworben. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Aber du bist Koch? Nein. Ja, also ich habe Restaurantfachmann gelernt, Okay. ja, Hotelfachmann. Aber das Kochen überlasse ich hier im Stress. Das kriege ich nicht hin. Du kochst ab und zu vor Wut Ich als Chef. helfe denen gern und mache kluge Sprüche und mache den Einkauf und so. Und da ergänzen wir uns sehr gut mit dem Nico. Was macht ihr denn jetzt aktuell? Jetzt ist es ja Pandemiezeit. Leider dürfen wir die Restaurants nicht betreiben. Was habt ihr euch einfallen lassen? Mitte März standen wir hier und da wusste ich eigentlich nicht so recht, was wir machen. Habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt, gesagt, hier, was machen wir denn? Auch weil die Jungs haben gesagt, ich will nicht zu Hause sitzen. Also gesagt, komm, dann lass uns doch mal, wir haben ja auch keine Ahnung gehabt, lass uns mal ein Delivery to go starten. Wir fahren es zu den Gästen, wir haben ja diese Kisten, da hinten siehst du ja, die blauen, da packen wir das rein. Und mein Bruder und ich setzen uns ins Auto und fahren das dann zu den Gästen. Manche sind froh, wenn sie mal rauskommen. Da machen wir natürlich Zeiten, weil wir dürfen ja jetzt nicht, dass hier so viele... Und dann sagen wir, können liefern. Und dann sagen, nein, wir würden gern abholen. Da merkst du immer, kommen sie und sind froh, dass sie mal rauskommen. Klar, verstehe und dann ich holen auch, sie es ne? ab. Und dann, wenn jetzt am Sonntag so, haben wir so einen Sonntagsbraten. Da haben wir mal einen Sauerbraten gemacht. Da sind die Leute froh, dann kommen sie rein. Dann machen wir ja auch den Kamin an. Dann lassen wir immer einzeln rein, dann freuen die sich. Also gut, wo ist die Speisekarte? Was kriege ich denn? Ich würde ja ganz gern unser Kalbskotelett mal empfehlen. Das haben wir auch so leicht. Ist es auch auf der To-Go-Karte? Das ist jetzt auf der To-Go-Karte. Ein leichter Brotmantel. Das sind Schupfnudeln, die wir mit grüner Soße so ein bisschen, haben wir auch so ein bisschen ans Hessische. Guck's dir einfach, probier's mal. Schupfnudeln mit grüner Soße. Ja, genau. Also das machen wir in den Teig rein. Dazu haben wir aber klassisch auch Wirsing noch. Ja, ein schön klassisches Gericht. Und das ist auch wieder, das wirst du sehen, das ist halt, was du auch to go wieder machen kannst. Jetzt habe ich Hunger. So, dann gehen wir doch mal in die Küche. Also, du gehst vor, geh mal ich folge dir. Ein bisschen Abstand. Man hatte das Gefühl, man unterhält sich halt unter Kollegen. Ich meine, es ist ein Kollege, wir sind in derselben Branche. Und das hat man dann schon gemerkt und es hat gut getan. Es war sofort auch, sage ich jetzt mal, ein Verständnis, eine Wärme da. Wir haben beide ja im Moment dieselbe Situation und das hat man gemerkt und hat mal gut getan, gerade in der Zeit jetzt. Und? Läuft alles, ja. Schön. Super, ja. Der Ali ist auch da jetzt. Ja. Er Hi. wollte Machen wir mal so. Hi, du bist der? Nico. Nico. Genau. Nico ist Küchenchef hier. Der ist der Küchenchef, ja. Aber ist der alleine? Nee, wir bereiten halt, die arbeiten in der anderen Teil von der Küche und er bereitet jetzt hier, wir teilen uns gerade so ein bisschen auf, also ist nicht alleine. Okay. Wie viele Köche hast du? Wie groß ist dein Team, Nico? Wir sind jetzt zu 4, mit Lehrling zu 5. Doch so, ja. Ja, das geht schon, ja.
Ja, es ist ja auch ein bisschen, wenn wir mal dann wieder dürfen, dann brauchen wir die Leute auch alle. Und Ja, da bin klar, ich auch sehr stimmt, froh. Ich gehe auch ab und zu mal ganz gerne in die Küche und gucke dann, dass ich da auch ein bisschen... das ist auch Die sind wichtig. aber immer froh, Ja. wenn ich wieder draußen bin, das ist klar. Oreste hat gesagt, ich soll Kalbskotelett unbedingt probieren. Ja. Dann würde ich das gerne mal probieren. Ich habe echt Hunger, Nico. Okay, ich muss es nur noch finishen, ja. Und Wir warten es muss ja nicht schön sein. Ich will satt werden heute. drauf. Och, das werden Sie auf jeden Fall. Also, dann gehe kriegen ich wir hin. raus und lass dich in Ruhe. Alles klar, super. Also, bis später. Alles klar. Als er reinkam, habe ich sofort gesehen, er hat sich umgeschaut, da. Und da war ich auch gespannt, was er sagt. Und als er dann gesagt hat, hier ist alles da, was man braucht. Also wir haben jetzt keine Riesenküche hier im Landhaus, aber es ist alles da. Es arbeiten 5 Mann da drin. Und das hat mich gefreut. Und ich habe ihn auch noch mal gefragt, also, nö, hast du ja alles da, was man braucht, kann man gut kochen. Und das hat dann gut getan. Das Gericht haben wir jetzt auf unserer To-Go-Karte und es wird auch gern angenommen. Ein Klassiker. Das ist ein Kalbskarree. Wir halbieren das jetzt einfach, wenn es einfach geht. Ja. Perfekt. Das sind dann die 2 schönen Koteletts. Wir würzen es jetzt eigentlich nur noch mit ein bisschen Salz von beiden Seiten. Haben wir hier eine Pfeffermischung. Das sind verschiedene Pfeffer. Fenchelsaat ist drin. Das Kalbskotelett machen wir jetzt in einen Vakuumbeutel. Dann mache ich noch ein bisschen Rosmarin mit rein. Ein bisschen Olivenöl. Butter noch dazu. Und dann wird das Ganze eigentlich nur noch einvakuumiert. Und wir garen es bei 54 Grad circa 2 Stunden im Sous-Vide-Becken. Also das Gericht hat ja mehrere Komponenten. Die Schupfnudeln, der Teig ist ein klassischer Schupfnudelteig. Die grüne Soße haben wir dann durch einen Fleischwolf gelassen. Das Gute daran ist, dadurch wirkt die grüne Soße nicht ganz so bitter. Das haben wir dann in die Schupfnudeln mit verarbeitet. Das hat dann auch die grünliche Farbe der Schupfnudel wiedergegeben. Wir tun jetzt die Schupfnudeln in nicht kochenden Wasser. Das ist wichtig, weil die würden sonst kaputt gehen. Legen wir sie ganz vorsichtig rein. Die schwimmen jetzt erstmal nach unten. Und eigentlich sollten sie, wenn sie fertig sind, oben schwimmen. Dann nehmen wir sie raus, tun sie abkühlen und dann können wir sie halt je nach Belieben braten. Wirsing ganz klassisch verarbeitet. Wir haben es ein bisschen à la Creme, also leicht mit Sahne, leicht Speck, dass es so ein bisschen Geschmack kriegt. Nico, ich habe Hunger. Sehr gut, kommst du genau richtig. Hey, das sieht ja gut aus. Ist schon Ja. fertig. Ja, fertig gegart ist es. Ich muss es jetzt nur noch anbraten und dann könntest du es schon genießen. Wir nehmen Brot, das rösten wir. Wie gesagt, rösten, dann mahlen. Und da drin wenden wir kurz noch mal das Kotelett. Ich war erst mal überrascht beim Hauptgang, dass er auf der Karte Kalbskotelett hat. Und das ist nicht so einfach. So ein kurz gebratenes Fleisch, sage ich jetzt mal, als To-Go, also im Lieferservice zu bieten, das ist schon, da brauchst du schon Mut dazu. Hey, das sieht ja echt mega aus. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hier ist auch noch mein Besteck. Bin mal gespannt. Da, ja. Erstmal die Maske ab. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Guck mal, wie toll das aussieht. Wichtig, dass man hier am Knochen runterschneidet, um zu sehen, ob das gut gebraten ist oder nicht. Schau mal hier. Hier kann man sehen. Sehr schön. Es riecht so gut. Das Fleisch sehr leicht gewürzt. Aber dafür der Rahmwirsing sehr kräftig abgeschmeckt. Hätte ein bisschen weniger Salz haben können, Rahmwirsing, für meinen Geschmack. So, Ali. Bin ich mal gespannt. Ich darf nicht. Ich habe gerade dein Essen, euer Essen sehr gelobt.
grüne Soße-Kräuter in eine Schupfnudel mit einzuarbeiten, finde ich eine tolle Idee. Also ich muss dir schon sagen, ne? Kochen könnt ihr. Das höre ich gern. Danke. Es kann ja immer was passieren. Wir haben das gekocht und dann hat er es gegessen und dann ist irgendwie, vielleicht hat man was vergessen, man hat es nicht richtig abgeschmeckt und. Und als er es dann gegessen hat und sehr gelobt hat und es hat mich gefreut, als er dann das Kalbskarree auch in die Hand genommen hat und hat es dann nochmal abgenagt, dann ist schon so eine Last schon runtergefallen von den Schultern. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass er es auch sehr gelobt hat. Jetzt habe ich natürlich eine riesen Mammutaufgabe morgen vor mir. Was soll ich jetzt da noch besser machen? Besser kann man nicht mehr machen? Ach doch, du. Also Nein. Besser nicht. Aber ich werde es euch anders machen. Ja, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Meistens ist es so, dass ich so viele Ideen im Kopf habe, jetzt speziell bei Kochs anders, dass ich mich nicht entscheiden kann oder dass ich mich nicht entscheide, welches ich am Ende koche. Und dann, nächsten Tag, wenn ich frühstücke, muss ich ja meine Liste machen, Einkaufsliste machen. Und dann sage ich, okay, ich mache das jetzt und fertig. Ja, meine Kollegen haben gestern wirklich sehr, sehr gut gekocht und jetzt muss ich nachziehen. Ich habe mir sehr viele Gedanken im Hotelzimmer gemacht. Was gibt es denn von mir? Ich werde einen gebackenen Chicory machen auf so einem Feldsalatcreme und das Ganze mit einem Orangenkaramell. Und als Hauptgang gibt es Kalbskotelett mit einer Wirsingrolle und einer Frankfurter grünen Soße. Aber nicht kalt, sondern warm mit bisschen weißem Pfeffer. Das schmeckt sehr, sehr gut. So, ich habe eine tolle Metzgerei gefunden und hier kaufe ich mein Kalbskotelett ein. Mein Lieber, ich brauche Kalbskotelett. Wollen Sie was Mageres oder Geschmacksen? So ein Stück? Ich nehme so wie es ist. Wie schwer ist es? Ungefähr 1,2. Bisschen mehr? Ehrlich, ich schätze 1,3. 1,2 war nicht gar nicht so schlecht. 1,75. Ich habe nur geschätzt. Das nehme ich bitte so mit. Und ich brauche auch Eier. Nehme ich hier 6 Stück. Bio habt ihr nicht, aber Freilandhaltung. Das ist gut. Dankeschön. So, meine Einkäufe habe ich jetzt erledigt und jetzt fahre ich in ein Kochstudio und dort werde ich meine Vorspeise und meinen Hauptgang kochen, anders kochen. Wie ihr wisst, bin ich ja normalerweise bei Familien zu Hause und koche bei denen, aber Corona-bedingt geht es leider nicht. Wir wollen auch niemanden gesundheitlich gefährden, deswegen habe ich gesagt, wir gehen heute in ein Kochstudio. Freue ich mich auch. Eine Idee geht natürlich immer im Kopf los und da denkst du auch an die Umsetzung, dann denkst du auch an die Harmonie von den einzelnen Produkten und so. Und so entsteht eigentlich ein Gericht. Wichtig ist immer den Feldsalat schön in reichlich Wasser einlegen und dann nicht umrühren und nur mit den Fingerspitzen einfach so den Salat rausholen, weil unten setzt sich der Sand ab. So, Wasser zum Kochen bringen, Salz dazu geben, etwas Zucker und jetzt wird der darin blanchiert. Jetzt wird er nochmal im kalten Wasser abgesteckt. Man kann natürlich auch Eiswasser nehmen, also Eiswürfeln einfach in das kalte Wasser reingeben, damit der Garvorgang schneller unterbrochen ist. Jetzt geht es weiter mit dem Wirsing. Beim Hauptgang möchte ich ja so eine Wirsingrolle machen. Und dafür muss ich erstmal ein paar Wirsingblätter blanchieren. Die Blätter schön weich blanchieren, weil die sollen ja nachher eingerollt werden. Und wenn sie zu fest sind, dann können sie es brechen. Ne? Das will man ja nicht. Oder ich möchte es nicht. Dann will ich ein bisschen Lauch, Petersilienwurzel. Also wenn ihr nur Gemüsebrühe wollt, könnt ihr es einfach so stehen lassen.
Sonst die Abschnitte kann man wunderbar hier dazugeben. Dann muss man es nicht gleich wegschmeißen. Wegschmeißen ist eh immer blöd, finde ich. Dann habe ich auf dem Markt tolle weiße Zwiebeln gekauft. Und zwar sind es die Cevennes-Zwiebeln aus Frankreich. Das sagt man eigentlich auch süße Zwiebeln dazu. Die werden jetzt hier in Butter angeschwitzt. Gebe ich Lauch dazu. Gebe ich eine halbe Kartoffel dazu. Und zwar ist das eine mehlige Kartoffel. Die Kartoffel ist eigentlich wegen der Bindung. Klar, Geschmack auch, aber in erster Linie soll sie schön die Soße binden. Prise Salz dazu. Hell anschwitzen heißt, dass das Gemüse keine Farbe nimmt, ja? Schön. So. Und normalerweise ist es so, wenn man eine helle Soße macht, würde ich das jetzt mit Weißwein ablöschen. Also klassisch ist es so, du schwitzt das Gemüse an und dann tust du mit Weißwein ablöschen oder mit weißem Portwein und dann tust du es einreduzieren. Nur Weißwein hat sehr viel Säure. Das heißt, wenn ich später die Kräuter mit einarbeite, kann sein, dass die Soße mir grau wird. Deswegen verzichte ich auf Weißwein. Ich gebe nur am Ende Schuss einfach oder so einen Spritzer Zitronensaft und dann ist es schön abgerundet. Habe ich hier meine Brühe, schaut mal, perfekt. Tolle Gemüsebrühe hier. Und damit fülle ich jetzt auf. Ah, schön. Und das lassen wir jetzt einfach vor sich hin köcheln. Gesalzen habe ich die Soße jetzt noch nicht. Macht man auch nicht. Warum? Weil die soll ja erstmal ein bisschen einreduzieren. Und dann tut man das salzen und kommt etwas flüssige Sahne dazu. Also keine geschlagene, sondern flüssige Sahne dazu. Und dann wird es noch abgeschmeckt, gemixt, abpassiert und dann wird es eine perfekte Soße. Wunderbar. Den Wirsing, den habe ich jetzt ganz fein geschnitten und anschließend in Butter werde ich jetzt den schön anbraten. Man kann natürlich jetzt auch zum Beispiel Speck dazu geben oder Parmaschinken oder zum Beispiel so Salsiccia kann man auch machen. Das passt sehr gut zum Kohlgemüse, sage ich jetzt mal. Aber ich verzichte jetzt heute auf Speck. Ich finde, man muss nicht immer Speck dazu geben. Bei starker Hitze anfangen und dann einfach runterdrehen. Schaut mal, wie schön der wird jetzt. Und durch dieses leichte Anbraten entstehen Röstaromen und es schmeckt dann, ja. Jetzt kommt etwas Sahne dazu, flüssige Sahne und etwas Orangenabrieb. Kleiner Tipp von mir. Warum? Weil die Sahne, ja, ich sage jetzt mal, sehr viel Fett hat. Und durch Zugabe von Zitronenschale, Mandarinenschale oder Orangenschale gibt man dem Ganzen so eine gewisse Leichtigkeit, ja. Das ist wichtig. Aber natürlich nimmt man entweder eine also Bio-Orange oder Bio-Zitrone oder halt unbehandelt, ja. Petersilie passt sehr gut zum Wirsing. Jetzt gebe ich einfach mal 2 Eier dazu. Wichtig ist, dass der Wirsing noch heiß ist. Soße, die läuft auch hier schön nebenbei, perfekt. So, jetzt geht's weiter mit dem Chicory. Chicory zum Beispiel ist eigentlich ein Wintergemüse. Und eigentlich alles, was wir so viel verwenden mit dem Feldsalat, Wirsing, Chicory, das passt jetzt super zu der Jahreszeit. Und Bittersalate oder Bittergemüse ist sowieso auch sehr gesund. Kann man ruhig öfter zu sich nehmen. So, Butter schön erhitzen. Die Butter kann auch ganz leicht braun werden, also so eine braune Butter, ne, oder Nussbutter, vielleicht schon mal irgendwo mal gehört oder gelesen. Ne, das passt sehr gut zum Chicory. Und jetzt gebe ich etwas braunen Zucker dazu, weil ich will ja, dass der Chicory schön leicht karamellisiert ist. Und jetzt wird der Chicory schön nochmal in dem Butter und in dem braunen Zucker einfach schön nochmal rechts und links angebraten. Jetzt presse ich hier die frischen Orangen einfach so rein. Man kann natürlich auch fertigen Orangensaft kaufen, aber die frischen schmecken halt einfach besser, ne? Hey, wen sehe ich denn da?
bonjour, bonjour. Bonjour, Madame. Ça va? Bonjour, Monsieur. Was heißt denn zwei? Also Madame ist ja ein. Was ist, wenn ich beide Damen meine? Mesdames. Mesdames. Bonjour, Mesdames. Schau mal, ich zeige euch was. Hier ist, was ist das? Erkennt ihr das Gemüse? Karotte. Sehr gut. Du bist Runde weiter. Ja, den Chicorée habe ich jetzt hier in so einem Orangenkaramell geschmort. Toll. Und der wird jetzt gleich noch paniert und rausgebacken. Boah, da bin ich mal gespannt. Oder freue ich Ich mich. auch. Bin mal gespannt. Ja, ihr könnt Also, euch langsam auf den Weg machen und bei mir sieht's gut aus, wirklich. Ich freue mich gleich auf euch. Wir uns auch. Bis gleich. Bis gleich. So, der Chicorée ist jetzt schön geschmort, ne? Schau mal. Der hält auch noch schön zusammen. Die Flüssigkeit, die habe ich jetzt einfach abpassiert in so einen Topf, etwas einreduziert, kalte Butter dazu geben und nur so mit der Reduktion zusammen schön verrühren. Oh, es klingelt. Ich glaube, das ist der eures. Hey, grüß dich. Hallo Ali. Mit den zwei Ladies habe ich vorhin telefoniert. Du, bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Vorspeise ist fast fertig. Und jetzt muss ich die Soße, die Grießsoße, ja, richtig. Aber die wird nicht kalt. Die werde ich nicht kalt servieren, sondern warm. Ich mache das zum ersten Mal. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Und die Kräuter habe ich hier. Die werde ich jetzt hier gleich blanchieren und anschließend mixen. Und du kannst, wenn du willst, dich langsam auf den Weg machen. Ciao. Bis gleich. Ciao. Das Fleisch wird jetzt gesalzen. Aber Pfeffer noch nicht. Pfeffer würde jetzt verbrennen und dann entstehen Bitterstoffe und das möchte ich vermeiden. Und jetzt wird es schön kräftig angebraten. Ein bisschen Thymian, Rosmarin und Knoblauch dazu. Sehr schön. Jetzt kommt das Fleisch in den Ofen. So. Gitter, Knoblauch kann man so ein bisschen oben drauf tun. Den Rest kann man so unten stehen lassen. Perfekt. Wunderbar. Jetzt geht's weiter mit dem Feldsalatcreme. Jetzt kommt etwas Schmand dazu. Wow, schau mal, was für eine Farbe. So, jetzt panieren wir hier mal den Chicorée. Erst in Mehl, dann in Ei und dann in Paniermehl. So, jetzt wird der Chicorée schön im heißen Fett rausgebacken. Göttlich sieht es aus. Toll. So, ihr Lieben, das Essen ist jetzt fertig. Na, ihr seht ja fesch aus. Du siehst aber auch nicht schlecht aus, Ja, hallo Schwester. Ali. Und das sieht sehr gut aus. Ja, schmecken muss es aber auch, ne? Ich hoffe. Ja, wenn es mindestens genauso gut schmeckt wie euers von gestern, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Ich mach mal so. Ja, und wir nehmen. Ja, ihr könnt ja zusammen das nehmen. Und Ali, ich nehm's ab. Ja. wir haben ja Abstand. Jawohl, den haben wir. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es euch schmeckt. Oder schmecken wird. Guten Appetit. Merci. Ganz schön geschwitzt, du. Glaubt ihr mir nicht, gell? Aber es ist die Wahrheit. Gebacken ist auch total lecker. Und mit der Orange. Das mit dem Ausbacken vom Chicorée fand ich ganz toll. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin ja auch ein großer Fan von manchmal Sachen in mehreren Kombinationen darzustellen. Also dieses mit dem, dass es quasi gebacken ist, das gefällt mir super. Ich mag das halt, dieses kalt-warme, ne? Ja. Aber ich finde auch mit dem Feldsalat, dass du das so als die Creme, das ist mal eine gute Idee. Als ich gehört habe, was ihr gemacht habt, da bin ich echt mal gespannt, wie ihr das umsetzen möchte. Und ich hätte jetzt mit Film gerechnet, aber das nicht.
Ich hätte den Chicorée jetzt nicht unbedingt eingepackt. Also er hatte es ja so frittiert und den Feldsalat hat er ja als Creme gemacht, was sehr interessant war. Aber ich mag Feldsalat eher klassisch. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das hättest du vielleicht doch besser machen können, wäre, wenn ich bei der Vorspeise, beim Feldsalatcreme, mir noch vielleicht noch ein paar Feldsalatblätter aufgehoben hätte und die noch als Garnitur so oben drauf. Also das hat mich ein bisschen, ach schade, ich fand das halt ein bisschen schade, das hätten wir optisch ein bisschen aufpeppen können. Ja, das freut mich, dass es euch geschmeckt hat. Könnt ihr auch aufessen. Ich hab auch gegessen. Ich mache jetzt weiter mit dem Hauptgang. Schön jetzt hier so eingerollt, ein bisschen andrücken, ja, und fertig. Dann habe ich hier noch so etwas Brotbrösel mit Thymian vermischt, in Butter vermischt, ein bisschen knusprig ist es geworden. So, ich habe es gleich auf dem Teller, weil die Rouladen kommen jetzt so mit dem Teller später einfach in den Ofen. Na, die werden nicht angebraten und so, deswegen habe ich es gleich von unten eingebuttert und von oben am Ende leicht würzen und fertig. Und dann hat er es eingepackt. Und in dem Wirsing-Blatt hält sich natürlich super gut warm. Und das ist eigentlich perfekt. Da hat er mir eine Steilvorlage gegeben. Und das werde ich dankbar nehmen. Und ich hoffe, wenn wir irgendwann mal aufhaben, kann ich mir vorstellen, machen wir es im Restaurant auch so. Das Kalbskotelett habe ich jetzt aus dem Ofen genommen. Tue ich jetzt hier mit Kräutern, Knoblauch und Butter noch mal so schön darin noch mal nachbraten. Pfeffer haben wir ja noch nicht im Spiel gehabt, aber jetzt, schau mal, toll. Einmal jetzt mal ruhen lassen. Die Soße, die ist ja auch hier, die mixe ich gleich mit den Frankfurter 7 Kräutern. Die Wirsing-Rouladen sind auch fertig. Jetzt brauche ich es eigentlich nur noch anrichten. Ich freue mich auf das Gericht. Oh. Ich stelle es einfach hier ab. Könnt ihr euch wegnehmen. Guten Appetit wünsche ich Ja, euch. danke, Alice. Ganz toll. Kommen wir noch Besteck? Oh, lecker. Das Kalbskarree auf den Punkt. Ja. Mega. Also mit den Kräutern ganz toll in der Soße. Schmeckt euch die Soße? Ja. Also ich mag sowas ja total gerne. Sensationell. Deine Wirsing-Roulade, die du dahin gemacht hast, das gefällt mir jetzt hier mit am besten, muss ich sagen. Und die grüne Soße hast du ja dann als Soße gemacht. Ja, die 7 Kräuter. Kochst anders. Mir fehlt jetzt die Schupfnudel, hatte ich jetzt halt. Aber wie du es gemacht hast, könnte ich auch so bei uns gerne auf die Karte nehmen, auch mit der Roulade. Nach deinem... Du kannst da noch um Kartoffelpüree dazu geben zum Beispiel. Ja. Oder gebackene Kartoffeln, finde ich auch gut. Wie ist die Roulade gefüllt? Also sehr, sehr gut. Die ist mit Wirsing gefüllt. Und habe die dann im Wirsing selber noch mal eingerollt. Und da ist... Orangenabrieb? Bitte? Orangenabrieb? Ja. Sehr gut. Respekt. Ist lecker. Wow. Mit dem Orangenabrieb, ja. ne, das war für mich ganz lecker. sensationell. Und es auch diese vegetarischen Variationen, die man hatte. Ich meine, das Kalbskotelett war super, gar keine Frage, aber es ist auch gerade bei Gemüse, da mal verschiedene Variationen zu kochen, ist gar nicht so einfach und das war wirklich auf den Punkt. Ich wollte ja wissen, ne, was Wiesbaden so als To-Go bietet. Ich habe euch ja gestern wirklich sehr gelobt. Wiesbaden ist sehr gut aufgestellt. Ihr beide ganz anders, komplett verschiedenes Konzept, finde ich auch gut so. Jeder muss versuchen natürlich jetzt in der Zeit einfach sich übers Wasser zu halten und ich bin mir sicher, dass viele die Pandemiezeit genutzt haben, um auch in Zukunft daraus zu profitieren. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank für alles. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, sowohl bei dir als auch bei euch. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Bestimmt. München oder Wiesbaden, wer weiß. Beides. Beides, genau. So, ich esse jetzt auf.